Hallo allerseits. Heute schauen wir uns mal genauer den M48A3 von Bracken in 1:35 an. Der Bausatz ist ziemlich neu und den habe ich auch schon im Auge, seitdem er angekündigt wurde. Denn wenn es um Vietnamkrieg geht, da denken die meisten immer sofort an den Huey-Hubschrauber. Aber ich möchte mal ein bisschen so ein Randthema behandeln, weil Kampfpanzer in dem Konflikt ja nicht wirklich eine bedeutende Rolle gespielt haben. Außerdem ist es ein Objekt, wo man ziemlich gut altern kann, mal mit dieser orangefarbenen Erde, die man in manchen Teilen Vietnams antrifft. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Objekt und auch mal was anderes. Also gut, schauen wir mal rein. So, ihr seht, alles ist schön eingepackt, in Folie eingeschweißt. So sollte es sein. Mir fällt bloß auf, dass die Schachtel nicht sonderlich frei gefüllt ist, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Bausatz von einem Panther oder Tiger vergleicht. Ich weiß nicht warum, aber es scheint so, als ob die Fahrzeuge der Wehrmacht da irgendwie ein bisschen bevorzugt werden, was die Teileanzahl angeht. Oder ob die allgemein einfach komplexer konstruiert sind, dass man das formtechnisch nicht anders machen kann. Keine Ahnung. Aber das ist eigentlich nur ein paar so Gießäste. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Zumindest für mich etwas ungewohnt. Schauen wir uns zuerst mal kurz die Bauanleitung an. Hier oben nochmal das Boxart und ein Diagramm mit allen enthaltenen Gießästen. Dann die üblichen Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und eine kleine Farbtabelle. Und dann, wie beim Panzer üblich, fängt es an mit den ganzen Laufrollen und dem Fahrwerk. Ja, das sieht schon mal ganz anständig aus. Wie schon gesagt, das Modell besteht jetzt aus nicht so vielen Teilen. Ich denke, das ist auch für Anfänger gut machbar. Ist eigentlich sehr eindeutig arrangiert alles. Sollte keine Probleme geben, da den Bauanleitungen zu folgen. Unschön ist leider, dass für die Kanone die Abdeckung fehlt. Da wird man entweder selber eine erstellen müssen oder wie ein Resinteil verwenden müssen. Und oben fehlt auch noch der Suchscheinwerfer. Da gibt es von Legend Productions, glaube ich, ein Resinteil. Das sind so Sachen, die werde ich mir auf jeden Fall zulegen, um das Modell ein bisschen realistischer zu gestalten. Dann gibt es ein paar Bemalungs- und Markierungsvarianten, alle in Vietnam 1965. Unterscheiden sich eigentlich nur in den Markierungen, bemalt sind sie alle gleich. Die Abziehbilder sind wie sonst auch bei Dragon tadellos, sauber gedruckt, nicht zu dick, auch nicht zu stark glänzend, also vorbildlich, so wollen wir das haben. Dann schauen wir uns mal die Bauteile an. Hier Ober- und Unterwanne. Seht, das sind ziemlich große Teile. Und besonders schön finde ich die toll wiedergegebene raue Oberflächenstruktur. Sehr löblich. Muss man schon mal nämlich selber anfangen, damit Mr. Surfacer rumzuhantieren. Und natürlich sauber gegossen, also wie man das eigentlich gewohnt ist von einem Dragon Smart Kit. Selbes gilt auch für den Turm, auch wieder sehr schöne Stahlstrukturen vorhanden. Auch die Windungsbremse ist sehr filigran wiedergegeben.
ja, das ist einfach Spitzenklasse. Also ich kann hier kein bisschen Flash entdecken oder sonstige Sync-Marken und so weiter. Aber das ist ja eigentlich Standard bei Dragon, dass man das nicht vorfindet. Und dass das alles perfekt gegossen ist. Hier auch sehr filigrane Teile. Da würde ich mir aber Sorgen machen, dass die nicht abbrechen. Sind auch ein bisschen ungeschützt. Ja, das ist einwandfrei so. Ich meine, es gab ja schon früher Bausets im selben Maßstab vom M48, aber da hat der Formbau in den letzten Jahren doch deutlich zugelegt, auch was die Detaillierung angeht. Das ist doch wunderbar und freut den Modellbauer, auch wenn vielleicht da ein bisschen der Charme verloren geht, den man bei den alten Bausätzen hatte, dass man ein bisschen kämpfen muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und hier die 2 Gießäste für die ganzen Räder und Achsen. Und da ist sehr schön, dass die Gummibelege extra, also getrennt sind von den Rädern. Das sollte die Bemalung wesentlich vereinfachen. Wobei mich das nicht immer so arg stört. Ich habe da eine relativ ruhige Hand, aber ich sehe definitiv ein, dass andere Modellbauer das ziemlich nervt. Und das ist eigentlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, so wie wir das auch bei dem Trompeter T62 haben. Man könnte jetzt da zum Beispiel auch einen zerstörten M48 relativ einfach darstellen, wo die Gummibelege ja verbrannt sind. Das ist doch schon einiges wert und eröffnet dem Modellbauer ja auch große gestalterische Freiheit. Dann hat es auch noch ein paar Klarsichtteile für die Turmkuppel, Optiken, Lichter und so weiter. Ich finde es immer ein bisschen sinnlos, warum das durchsichtig sein muss, aber warum nicht? Ist auf jeden Fall gut gegossen, schlierenfrei und ich sehe es da überhaupt nichts dran zu beanstanden. Hier liegen wieder mal die DS-Ketten bei. Die mag ich eigentlich nicht so gern, aber in dem Fall ist es okay. Von der Detaillierung her passt es schon. Man hat nur an den Innenseiten manchmal diese kleinen Auswurfmarken, die halt schwer zu versäubern sind, weil das Material relativ weich ist. Naja, aber wenn man das ordentlich einschlammt, soll es eigentlich auch nicht auffallen. Dann hat es auch noch hier so 2 Hülsen. Ich weiß jetzt nicht, wo die dazugehören. Entweder ans Fahrwerk oder an die Kanone. Und ein Stückchen Stahlseil liegt auch noch bei. Fürs Abschleppkabel. Das ist natürlich immer schön. Und das ist auch was ich gerne an meinen übrigen Modellen ergänze, weil es doch sehr detailliert ist, wenn man dann ein richtiges Stahlseil verwendet in Miniatur. Alles in allem ist es ein solider Bausatz, der sicherlich großen Spaß macht zu bauen und ja, durch die relativ geringe Teileanzahl ist es auch schnell zu bewältigen, auch für Anfänger. Ich finde aber, mit 50 € ist das Modell ein bisschen überteuert, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Sturmgeschütz 3 aus gleichem Hause, wo man wesentlich mehr Teile hat, auch Fototeile dabei hat, was hier zum Beispiel gar nicht der Fall ist. Magic Tracks und so weiter. Und das Ganze kostet dann 10 € weniger. Ja, da bin ich dann nicht so begeistert davon. Also der Preis ist jetzt nicht ganz gerechtfertigt, aber dennoch ist es ein sehr guter Bausatz. Man muss halt, hier sieht man das auch, die Abdeckung für
die Kanonenblende ersetzen. Und was auch wichtig wäre, der Suchscheinwerfer, der sitzt hier normalerweise, den sollte man sich auch zulegen. Kann man nochmal so 7 bis 8 Euro dafür ausgeben. Naja, dann wären wir schon bei über 60 Euro unterm Strich, um das Modell dann wirklich korrekt zu machen. Also ist halt Ansichtssache. Ich finde es auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ist ein recht interessanter Bausatz. Ich werde den auch noch mit anderen Zurüstteilen verbessern. Ich dachte vielleicht dran, mir von Verlinden die Resin-Teile zu holen, mit der man eine Zusatzpanzerung aus Sandsäcken darstellen kann, hier vorne und vor allem am Turm, und vielleicht auch noch eine passende Panzerbesatzung. Das wäre sicherlich auch noch interessant. Also das ist jetzt sicherlich kein Modell, an dem ich jetzt spare, sondern ganz im Gegenteil, da auch noch ein bisschen in Aftermarket-Produkte investieren will. Gut, ich hoffe, euch hat der Kit Review gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Wacker.